Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Mai und Juni 2021. Ja, ist schon wieder das dritte Update in diesem Jahr, was bedeutet, das halbe Jahr ist auch schon wieder rum. Ja, die Zeit vergeht so schnell, das ist wirklich unglaublich, wobei es in diesem Fall vielleicht auch gar nicht so vom Nachteil ist mit dem ganzen Corona-Gedöns. Das ist doch etwas sehr anstrengend geworden auf die Dauer. Ich hoffe aber, dass sich die Lage jetzt im Laufe des Sommers und Herbstes so weit stabilisiert, dass wir vielleicht auch wieder auf geplante Modellbauausstellungen gehen können. Termine für Ausstellungen habe ich jetzt in nächster Zeit für euch keine. Das wurde natürlich logischerweise alles schon längst abgesagt. Normalerweise waren im Juli immer die Modelltage Stammheim im Museum für Militär- und Zeitgeschichte in Stammheim. Da habe ich aber eigentlich gar nichts davon gehört, nicht mal eine Absage. Also ich gehe mal davon aus, dass das nicht mal geplant wurde. Ja, was gibt's sonst so Neues? Ich habe 2 tolle Spenden erhalten für den Modellbaukurs des Ferienprogramms. Da weiß ich leider immer noch nicht, wie ich das handeln werde, ob es überhaupt stattfindet. Aber das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil irgendwann wird es wieder stattfinden und dank solch toller Spenden ist es ja auch möglich. Die Spenden kamen vom Martin und vom Kevin. Die haben mir beide schöne Sachen zukommen lassen, auch ein paar Utensilien dabei, wie Pinsel zum Beispiel und Kleber und Farben. Das ist natürlich auch immer willkommen. Der Martin hat insgesamt 19 Bausätze springen lassen. Natürlich teilweise älteren Datums, aber das spielt ja keine Rolle. Die Kinder bauen alles gerne und die sind da auch nicht irgendwie vorbelastet, wenn sie da Heller oder Airfix lesen. So wie ich zum Beispiel, ich kriege da einen Ausschlag, aber die Kinder sind da völlig unbelastet und freuen sich da einfach drauf, die Sachen zu bauen. Und ja, wie schon gesagt, dank so toller Spenden ist es ja auch möglich. Und der Kevin, ja, wie schon gesagt, hat mir ein bisschen Farben zukommen lassen und Pinsel und Kleber. Und auch 2 so Steckbausätze, das ist natürlich auch immer gut, nachdem ja oft auch mal absolute Anfänger dabei sind, vor allem in etwas jüngeren Altersgruppen, so ich sag mal zwischen 7 und 9 Jahre alt, da ist natürlich so ein Steckbausatz natürlich auch wunderbar. Der Kevin hat auf YouTube übrigens auch einen Modellbaukanal, der nennt sich Dunhill 2005 Scale Modeling und ja, da würde ich euch doch mal gleich dorthin verweisen. Schaut einfach mal an, was der noch so zu bieten hat. Und es ist doch auch vielleicht ein kleines, nettes Dankeschön für seine schöne Spende, wenn ihr da auch ein Abo bei ihm da lasst. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Insgesamt waren das 3 Stück. Ja, ich war in den letzten Wochen relativ fleißig. Das hatte vor allem damit zu tun, dass ich einen kurzen Urlaub hatte und auch ein paar längere Wochenenden. Ja, da hat man einfach ein bisschen mehr Zeit für dieses Hobby. Das erste fertige Projekt war mein römischer Legionär zur Zeit des Zweiten Dakerkrieges von Mercury Models im Maßstab 75 mm. Da habt ihr ja im vorherigen Update nur den Rohbau gesehen. Ich habe mich dann relativ schnell an die Fertigstellung dieses Projekts gemacht. Da habe ich zuerst noch den Sockel fertig vorbereitet und dann die Figurenteile und den Sockel noch entsprechend grundiert. Anschließend ging es weiter mit der Bemalung des Schildes. Das kann man vielleicht hier auch sehen. Das war so die größte Schwierigkeit für dieses Projekt, deswegen wollte ich das gleich am Anfang erledigt haben. Dazu habe ich den Schild erstmal mit rotbrauner Farbe grundiert und danach ein paar Abziehbilder von Pettinghaus aufgetragen. Die sind eigentlich für den Maßstab 54 mm gedacht, also technisch gesehen ein bisschen zu klein, aber das fällt eigentlich nicht wirklich auf. Mit der schlechten Qualität von den Abziehbildern von Pettinghaus habe ich schon in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht und mich hier auch wieder mal geärgert. Ich wusste aber auch schon, wie es ungefähr läuft. Das Schlimme ist nämlich, der Trägerfilm ist sehr dick und den habe ich dann vorsichtig mit einem 1500er Schmirgel abgetragen, wobei auch an einigen Stellen die Abziehbilder selber Schaden genommen haben. Das habe ich dann von Hand mit einem feinen Pinsel entsprechend ausgebessert und mit, ich glaube, 5 oder 6 Schichten Klarlack
ist dann der Trägerfilm auch irgendwann verschwunden und dann sah es eigentlich ziemlich gut aus. Die übrigen Elemente habe ich dann noch von Hand aufgemalt. Das sind ja größtenteils symmetrische Formen, die jetzt nicht sonderlich schwierig sind. Und der Schriftzug in der Mitte, den habe ich vorsichtig von Hand aufgemalt. War eine kleine Herausforderung, aber ich finde, das ist ziemlich gut geworden. Und ich finde, das ist auch ein sehr nettes Detail, denn anscheinend waren in der römischen Armee auf vielen Ausrüstungsgegenständen auch die entsprechenden Einheiten drauf notiert. Finde ich ganz interessant, deswegen wollte ich das hier auch mit dabei haben. Ja, danach habe ich den Kopf und den Körper bemalt und die Ausrüstungsgegenstände. Das war relativ geradlinig, der Prozess. Für die Hautfarbe habe ich Farben von Life Color verwendet, mit denen komme ich da ziemlich gut zurecht. Für die Kleidung habe ich Andrea-Farben verwendet. Da habe ich mir in letzter Zeit einige von denen ihre Farbsets geholt. Ich finde, diese Andrea-Farben funktionieren für mich sehr gut mit der Nasspalette. Mit den Vallejo-Farben komme ich nicht so gut zurecht. Deswegen wollte ich mal was anderes ausprobieren und die Andrea-Farben scheinen für mich etwas besser zu funktionieren. Für die metallenen Bestandteile habe ich Farben von Revell verwendet. Die finde ich da sehr schön dafür. Für die goldenen Bestandteile habe ich da wieder ihre Enamel-Farben verwendet, weil es einfach in Acryl meines Wissens nach keine schönen Goldtöne gibt oder Bronzetöne. Dann habe ich noch diese Schanzpfähle bemalt. Dafür habe ich dann vornehmlich Vallejo-Farben verwendet, weil es da sehr viele schöne Brauntöne gibt, um eben diese Holztexturen darzustellen. Und danach hat alles noch ein dezentes Wash bekommen mit Ölfarben und mit dem Panelliner von Tamiya. Die übrigen Arbeiten am Sockel waren dann relativ einfach. Ich habe dann einfach wieder etwas Erde aus dem Garten geholt, das dann mit Holzleim und Wasser vermischt und damit eben dann den Sockel bestrichen und gleichzeitig auch noch ein paar Grasbüschel von Mini Natur und Vallejo eingearbeitet. Hier vorne, wo der Legionär steht, habe ich dann nur so ein paar einzelne Fasern eingearbeitet, um eben zu verdeutlichen, dass eben da die Wiese ein bisschen zertrampelt wurde, nachdem das ja dann innerhalb dieses römischen Marschlagers ist. Als Verzierung für den Sockel habe ich mir dann wieder eine römische Münze ausgesucht. Das ist eine Reproduktion, ist eine Münze, die unter Kaiser Trajan eben geschlagen wurde und es passt natürlich zu den Dakerkriegen. Das zweite fertige Projekt ist der finnische BT-42 von Tamiya, dargestellt während der Verteidigung von Vyborg im Jahr 1944. Auch hier habt ihr im vorherigen Update schon den Rohbau gesehen. Ich habe dann anschließend erstmal alles schwarz grundiert und mich danach vornehmlich um das Diorama gekümmert. Da habe ich erstmal alles grob vorlackiert mit der Airbrush, also der Zaun wurde einfach mal so grob braun grundiert und die Pflasterstraße mehr so mit Grautönen und danach bin ich dann mit dem Pinsel noch hergegangen und habe einzelne Bereiche eben farblich abgesetzt, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Danach wurde alles mit einer Schicht Klarlack versiegelt und ich habe dann noch einen Ölfarbenwash aufgetragen auf alles, um eben die Texturen und die Details ein bisschen zu betonen und alles ein bisschen abzutönen. Zur Darstellung der Staubeffekte auf der Straße und als Grundlage für diese kleine Rasenfläche hinter dem Zaun habe ich wie sonst auch wieder Erde aus dem Garten verwendet, vermischt mit Holzleim und Wasser. Das ist einfach eine sehr effektive Methode, mache ich einfach sehr gern, verwende ich ja auch zur Alterung von den Modellen. Ja, das habe ich dann eben entsprechend so verschmutzt und noch ein paar Grasbüschel eingearbeitet. Der Baum kommt von Coniferi silvis. Der war ursprünglich nicht vorgesehen, aber irgendwie fand ich das ganz nett, weil es einfach nochmal so ein gewisses Höhenelement dem Diorama verpasst. Anschließend konnte ich mit der Lackierung des Panzermodells weitermachen. Schwarz grundiert war das Modell ja schon und ich habe dann noch eine Schicht dunkelgrüne Farbe aufgesprüht mit der Airbrush. So hätte man das Fahrzeug auch lassen können.
Ich habe mich aber für die abgetarnte Variante entschieden, weil das einfach viel interessanter aussieht. Das ist ein sehr scharfkantiges Muster, deswegen hätte man da, wenn man das mit der Airbrush hätte machen wollen, abkleben müssen. Da bin ich aber normalerweise viel zu faul dafür. Das dauert nämlich ewig und ist so mühsam. Und perfekt wird es ja sowieso nie, man muss immer noch ein bisschen ausbessern. Deswegen habe ich mich gleich dazu entschieden, das alles mit dem Pinsel zu lackieren. Ja, geht relativ fix und ja, sieht auch ganz anständig aus, finde ich. Im Anschluss daran habe ich das Modell mit einer Schicht Seidenmatten Klarlack versiegelt, um die Oberfläche für die Abziehbilder vorzubereiten. Ja, viele Abziehbilder waren es ja nicht. Der Tamiya-Bausatz kommt ja naturgemäß in Deutschland nur mit diesen kleinen Nummern. Diverse Symbole, die an den Turm gehören, fehlen natürlich, aber da hatte ich Ersatz zur Hand. Ich weiß nicht mehr woher, ich glaube von Echelon Decals oder so. Ich weiß nicht mehr, wo die herkommen. Ich habe sie auf jeden Fall und habe es auch verwendet. Bisschen Weichmacher drauf und dann hat es ganz gut gepasst. Danach wurde wieder alles mit Klarlack versiegelt, um das Modell für die Alterung vorzubereiten. Die Alterung habe ich wie sonst auch mit einem Ölfarbenwash eingeleitet. Ganz normal sind einfach Ölfarben gewesen von der 502. Abteilung, die ich mit ein bisschen Feuerzeugbenzin verdünnt habe und dann eben aufs ganze Modell aufgetragen habe. Die Lackschäden habe ich hier relativ einfach gehalten. Ich habe einfach etwas dunkelgrüne Farbe mit einem Schwamm aufgetupft und noch an einigen Stellen ein paar feine Kratzer mit einem dünnen Pinsel aufgemalt, noch ein bisschen mit Revell Matt 91 Eisen trocken gemalt und das war es eigentlich auch schon. Bei der Verschmutzung habe ich mich hauptsächlich auf Staubeffekte beschränkt. Dazu habe ich wieder Erde aus dem Garten benutzt, vermischt mit Holzleim und Wasser, damit da eben so eine Art Erd- oder Dreckwash entsteht und damit habe ich das ganze Modell behandelt. Ergänzt habe ich den Effekt an einigen Stellen mit Pigmenten von Mick und Vallejo und die Abgasrohre habe ich auch mit Vallejo-Pigmenten etwas verrostet und verrußt. Auf einigen Fotos der Fahrzeuge während der Schlacht von Vyborg sieht man auch so eine eher mickrige Ästchentarnung an den Fahrzeugen. Fand ich ganz interessant, deswegen wollte ich das hier auch haben. Darum habe ich da ein paar kleine belaubte Ästchen von diesen Miniatur-Filigranbüschen verwendet. Einfach platziert mit einem Tropfen Sekundenkleber und dann hält es und sieht einfach spitze aus. Dann war eigentlich nur noch die Figur zu bemalen. Das ging relativ fix, weil die Uniform relativ einfach ist. Man braucht nicht sehr viele Farben. Die Figur wurde einfach hellgrau grundiert. Dann habe ich das Gesicht bemalt und die Hände. Danach diesen hellgrauen Overall, auch ein bisschen schattiert an einigen Stellen. Gürtel bemalt, Schuhe bemalt, noch ein paar Knöpfe und Abzeichen drauf gemalt. Und dann noch ein Ölfarbenwash drüber, um noch kleinere Details zu betonen. Und dann war die Figur auch schon erledigt. Und die wurde dann auf den Panzer geklebt. Der Panzer wurde auf den Dioramensockel geklebt. Dann habe ich den Rahmen noch schwarz bemalt und vorne zur Verzierung eine finnische Veteranenmedaille befestigt. Und das dritte fertige Projekt ist mein Diorama zum Thema englischer Bürgerkrieg. Dargestellt ist hier eine Geschützstellung während der Belagerung von Newark im Jahr 1646. Wer hätte gedacht, dass ich das jemals noch fertig bekomme? Ich bin auch ganz froh darüber, dass ich jetzt nur noch in diesem Update euch davon erzählen muss, nachdem ich in so vielen früheren Updates mich über dieses Projekt schon ausgelassen habe. Wer mir schon länger zuschaut, wird wissen, dass es doch hier einige Änderungen gab und ein ziemliches Hin und Her im Verlauf dieses Projekts. Aber nun ist es fertig und ich bin wirklich sehr froh drüber. Nun, was ist passiert seit dem letzten Update? Ich habe zuerst mal den Dioramensockel und das Zubehör mit schwarzer Acrylfarbe grundiert und danach den Sockel mit verschiedenen
Brauntönen mal so grob vorlackiert. Danach habe ich die hölzernen Bestandteile der Schanze und des Zubehörs mit einem feinen Pinsel noch, ja, sage ich mal, farblich ein bisschen abgesetzt mit verschiedenen Brauntönen, damit es ein bisschen lebendiger wirkt und abwechslungsreicher ist. Und dann noch ein Ölfarbenwash drüber geknallt, dass die Details einfach ein bisschen betont werden, vor allem eben diese Holztexturen. Dann ging es weiter mit der Bemalung der Figuren. Die habe ich zunächst mal mit hellgrauer Acrylfarbe grundiert und das auch sehr sorgfältig, nachdem diese Zinnfiguren ein bisschen schwierig sein können bei der Handhabung, weil sich da die Farbe relativ leicht abreiben kann, wenn man die Figuren irgendwie auf den Tisch hinlegt. Deswegen habe ich da geschaut, dass diese Grundierungsschicht sehr sorgfältig aufgetragen wird und auch vielleicht ein bisschen dicker ausfällt als normal. Die anschließende Bemalung der Figuren war, wie man sich vielleicht denken kann, recht zeitintensiv, weil man da einfach sehr viele verschiedene Farben braucht und vor allem auch bunte Farben, Farbtöne, die man vielleicht normalerweise nicht so viel verwendet als Militärmodellbauer. War aber eine schöne Abwechslung, habe ich mir eben dann auch die Zeit genommen, damit es einfach interessant aussieht und zumindest meiner Vorstellung von dem Kleidungsstil des 17. Jahrhunderts irgendwie entspricht. Dann kam das Projekt in seine letzte Phase, wo alles zusammenkommt. Ich habe die Oberfläche des Dioramas wieder mit meinem Erde-Holzleim-Wasser-Gemisch bestrichen und dann auch noch ein paar kleinere Grasbüschel eingearbeitet, hier vorne vor allem, und da auch ein bisschen noch Erde drüber geträufelt, um eben darzustellen, dass eben hier so Erde diesen Hang hinuntergeschaufelt wurde. In diese noch feuchte Masse habe ich dann alle losen Komponenten des Dioramas platziert, also das Geschütz, die Fässer und die Figuren, und das auch entsprechend verklebt, und das ist jetzt eigentlich eine ziemlich solide Angelegenheit. Abschließend habe ich dann den Rahmen noch schwarz lackiert und hier vorne noch eine Reproduktion einer englischen Münze aus der Zeit angebracht. Das ist so eine Art, ich weiß nicht genau, wie man es nennt im Deutschen, aber das ist so eine Belagerungswährung aus der Stadt Newark. Die waren im Bürgerkrieg öfter mal abgeschnitten und belagert und haben dann, so wie ich das verstanden habe, angefangen, eine eigene Währung zu machen, die eben diese doch relativ eigene Form hatte. Und anscheinend wird das heute noch ein bisschen so verwendet. Die Stadt hat da mal so eine inoffizielle interne Währung erfunden vor ein paar Jahren, um eben die lokale Wirtschaft ein bisschen zu unterstützen. Und die Münzen haben auch so eine Form. Finde ich ganz interessant. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich gerade in Arbeit habe. Hier das Diorama mit dem T34 und dem Stuck 3. Wie man sehen kann, ich habe überhaupt nichts gemacht in den letzten Wochen. Eigentlich müsste ich hier das Motorrad fertig lackieren und altern und das Ganze natürlich auch für euch filmen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen die anderen 3 Projekte fertiggestellt und da war schlichtweg hierfür keine Zeit. Ich muss mir jetzt da demnächst unbedingt mal die Zeit nehmen und zumindest mal das Motorrad fertig machen, damit es mit diesem Projekt auch ein bisschen vorwärts geht, weil eigentlich ist die Hauptarbeit schon erledigt. So viel fehlt eigentlich nicht mehr und es wäre durchaus nicht unvernünftig, hier mal weiterzumachen und dieses Projekt auch abzuschließen, zumal ihr ja auch die nächsten Teile dieses Bauberichts sehen wollt. Das K5E Eisenbahngeschütz, das ich zusammen mit Felis Barsinonensis hier auf YouTube als Bodybuild-Projekt baue, sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus, als ob nichts vorangegangen wäre seit dem letzten Update. Dem ist aber nicht so, es ist sogar relativ viel vorangegangen. Ich habe nämlich angefangen, die Lafette zu versäubern. Es gibt noch ein paar Stellen, wo ich noch ein bisschen nacharbeiten muss, vor allem hier innen gibt es noch ein paar unsaubere Stellen, wo man halt ein bisschen verschleifen muss. Die Hauptsache war aber, dass ich vor allem hier am Rohr noch ein paar zusätzliche Details angebracht habe.
Das ist nämlich aufgefallen im Vergleich mit dem Trumpeter-Bausatz, den Fellis gerade in der Mache hat, dass beim Dragon-Bausatz doch das eine oder andere fehlt. Das bezieht sich vornehmlich hier auf diese Leitungen am Rohr. Ich weiß nicht genau, wofür die sind. Die fehlen beim Dragon-Bausatz komplett. Und beim Trumpeter-Bausatz muss man das selber aus Draht einfach aufbauen. Und ich habe jetzt hier eigentlich auch nichts anderes gemacht. Ich habe einfach dünne Drahtstücke mir zurechtgebogen und die mit Sekundenkleber eben entsprechend befestigt. Außerdem habe ich beim Vergleich mit Vorbildfotos festgestellt, dass die Textur von diesem Rohrabschnitt und dem Verschluss einfach viel zu glatt ist. Deswegen habe ich da mit Mr. Surfacer die Textur noch ein bisschen aufgeraut. Wann ihr da den nächsten Teil dieses Bodybuild-Projekts sehen werdet als Video, weiß ich noch nicht. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir beide die Lafette komplett montieren und dann da eben ein etwas längeres Video jeweils präsentieren, um das dann eben direkt zu vergleichen in der Gegenüberstellung, um eben zu sehen, wo die Unterschiede liegen. Nachdem ich ja in den letzten Wochen 3 Projekte abgeschlossen habe, so habe ich mir dann auch erlaubt, 3 neue Projekte anzufangen. Ja, über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme lässt sich streiten, aber darauf kommt es ja jetzt im Moment nicht an. Das erste Projekt, was ich angefangen habe, ist hier der Stackhound von Itellery im Maßstab 1:35. Das soll ein rhodesisches Fahrzeug werden. Der Itellery-Bausatz ist ziemlich schön, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß zum Bauen. Ich hatte schon vor einigen Jahren das Vergnügen, die Tamiya-Version von dem Itellery-Bausatz zu bauen. Deswegen wusste ich auch schon ungefähr, was mich hier erwartet. Ja, mehr oder weniger ein problemloser Zusammenbau. Es passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Wir bekommen auch ein paar sehr nützliche Fotoaidsteile. Und bei dieser Version liegt sogar ein Alurohr bei. Das ist doch auch ganz nett. Deshalb konnte ich den Bausatz auch mehr oder weniger unverändert bauen. Es gab ein paar kleine Änderungen, die beziehen sich aber hauptsächlich eben spezifisch auf diese rhodesischen Fahrzeuge. So habe ich zum Beispiel hier seitlich diese Treibstofftanks weggelassen, weil die einfach auf den Vorbildfotos nicht vorhanden sind. Das Abschleppseil habe ich durch ein schöneres, feines Stahlseil ersetzt. Und der Turm, ja, sah nicht so schön aus von der Textur her und besteht auch aus 2 so Schalen, wo man auch eine Nahtstelle hat. Deswegen habe ich den Turm mit relativ viel Mr. Surfacer behandelt und eben eine bessere Textur verpasst. Die Kommandantenfigur ist eigentlich ein britischer Panzersoldat aus dem Zweiten Weltkrieg von Gecko Models. Dem habe ich nur einen neuen Kopf verpasst von Hornet. Sieht einfach besser aus und ja, der kommt einfach dem Original, wie die Rhodesier eben gekleidet waren zu der Zeit, etwas näher. Natürlich soll das Modell auch ein Diorama bekommen. Ich habe hier den Sockel schon mal grob vorbereitet. Wie ich meine Dioramensockel baue, habe ich ja schon oft erklärt. Vielleicht ist es aber hier mal ganz interessant, sich so einen Rohbausockel mal näher anzuschauen, damit man vielleicht besser versteht, was ich da mache. Das Ganze besteht aus einem Holzbrett, was außenrum mit Balsaholzplatten beklebt wurde, und innen drin habe ich dann noch eine Styroporplatte eingefügt, damit es einfach ein bisschen mehr Volumen bekommt. Aus diesem Sockel kann ich dann mehr oder weniger jeden Sockel formen, den ich will, durch entsprechendes Zuschneiden. Hier wird es jetzt relativ einfach werden. Ich möchte einfach nur eine Teerstraße darstellen in einer rhodesischen Stadt mit einem Gehsteig nebendran und auch so einer Straßenlaterne. Die ist aus Resin und kommt von Royal Model. Da war nur dieser Mittelteil nicht so schön, den habe ich durch einen etwas dickeren Messingdraht ersetzt. Ja, trotzdem ein schönes Teil, und das wird auch ein schönes Höhenelement abgeben auf dem Diorama. Das zweite neue Projekt wird ein deutscher Schütze während der Eröffnungsphase der Schlacht um Verdun im Februar 1916 im Maßstab 1:16. Die Basis dafür ist hier dieser bayerische Infanterist von John Smith Modellbau. Ihr werdet im Übrigen in den nächsten Wochen
noch deutlich mehr von John Smith Modellbau sehen. So viel möchte ich schon mal verraten. Nun aber zurück zu dieser Figur. Das ist so ein kleines Bodybuild-Projekt, was ich mit meinem Freund Yannick Olivieres mache. Das ist ein sehr begabter Figurenbemaler und mit dem mache ich regelmäßig einen Videochat, wo wir dann eben an unseren Figuren jeweils arbeiten. Und da kann man sehr viel lernen von den Methoden, gerade von so einem Experten. Ich bin ja beim Thema Figurenbemalung doch eher noch ein Anfänger. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr bereichernd. Er bemalt einen französischen Soldaten und ich eben das deutsche Gegenstück. Wie man sehen kann, ich habe die Figur schon montiert, verspachtelt und auch schon mit der Bemalung begonnen. Dabei habe ich mich hauptsächlich auf den Kopf konzentriert. Da habe ich das Gesicht bemalt, in üblicher Art und Weise. Dann habe ich noch ein bisschen angefangen mit der Uniform und mit dem Helm, aber da ist noch nicht so viel passiert. Das ist mehr oder weniger nur der Grundanstrich. Ich weiß nicht, inwieweit ich da noch weiter schattieren werde. Das ist einfach die Schwierigkeit bei so einem Figurenprojekt. Ich möchte es natürlich lernen und deswegen werde ich mich da auf jeden Fall bemühen. Wie es damit weitergeht, wird man sehen. Ich weiß auch nicht genau, inwiefern wir beide da Videos machen werden zu diesem Bodybuild-Projekt. Ich denke auf jeden Fall am Ende wird es eine Präsentation geben, aber soweit ich das sehe, ist es mehr oder weniger ein Privatvergnügen zwischen uns beiden. Und ja, wie schon gesagt, ich hoffe, dass ich da viel Neues lernen kann. Und hier noch das dritte neue Projekt, der Panzerkampfwagen 4 Ausführung F2 von Border Model im Maßstab 1:35. Mein Plan sieht vor, hier ein Fahrzeug der Großdeutschland-Division darzustellen, an der Ostfront im Sommer 1942. Da war diese Einheit schwer involviert an verschiedenen Abschnitten. Und diese Fahrzeuge, die sie hatten, sehen recht interessant aus, weil die teilweise abgetarnt waren und auch relativ interessante Markierungen hatten oder auch ein paar so kleine Merkmale, die mich einfach reizen bei der Zuladung zum Beispiel. Wie man sehen kann, es ist noch nicht so viel passiert. Ich habe jetzt mal hier die Wanne so in groben Zügen beisammen. Die Passgenauigkeit ist größtenteils in Ordnung. Manche Designentscheidungen von Border Model waren nicht ganz so clever, aber ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich bisher ein ganz passabler Bausatz. Natürlich möchte ich für das Modell auch wieder ein kleines Diorama bauen. Das soll dieses Mal wirklich sehr klein werden vom Umfang. Nur wirklich das Fahrzeug und ein kleiner Hang oder ein Graben vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Und dazu ist es notwendig, das Fahrwerk beweglich zu halten, was bei Border Model Gott sei Dank auch mehr oder weniger berücksichtigt wurde. Man kann nämlich diese Fahrwerksrollwagen beweglich halten, indem man innen drin diese beiden Pföstchen entfernt und dann bleibt es beweglich. Und das Interessante ist, dieses Plastikteil dieses Rollwagens entfaltet so eine gewisse Federwirkung. Das finde ich ganz cool eigentlich. Also das kommt meiner Idee auf jeden Fall entgegen. Und damit es auch was bringt, weil der Bausatz hat ja nur Segmentketten, bekommt das Modell hier auch diese Metallketten von Easy Metal Links. Habe ich in der Vergangenheit schon mal verwendet. Funktionieren sehr gut. Nicht alle Kettentypen sind ganz gut von diesem Hersteller, aber diese Panzer 3, Panzer 4 Ketten sind wirklich spitze. So viel dazu. Jetzt schauen wir uns an, welche Bausätze ich mir seit dem letzten Update noch zugelegt habe.
man sehen konnte, habe ich mich in den letzten Wochen mit allerlei Bausätzen eingedeckt, verschiedenster Art und Ausrichtungen. Ja, also an Abwechslung fehlt es in meinem Modellbaulager auf jeden Fall nicht. Zum Beispiel habe ich mir ein paar Gebäude von Diodump geholt. Da habe ich ja auch schon ein Gebäude als Bausatzbesprechung näher vorgestellt. Der in Anführungszeichen neue Crusader Mark II von Iteleri musste auch sein, nachdem der preislich recht attraktiv ist und diese Version eigentlich die ist, die mich am meisten interessiert. Jetzt im Hinblick auf den eher mäßigen Bausatz von Border Model ist der Iteleri Bausatz nach wie vor eine interessante Option. Ja, und ansonsten habe ich mir noch diverse Figuren zugelegt. Ja, ein paar Figuren aus dem antiken Bereich, aber auch ein paar etwas modernere Figuren aus dem Balkankrieg zum Beispiel, aus den 90er Jahren. Ja, oder auch diese australischen Soldaten aus dem Vietnamkrieg, die sich sehr gut eignen für Umbauten, um eben rhodesische Soldaten darzustellen. Worauf könnt ihr euch in den nächsten Wochen so freuen, was Videos betrifft? Ich habe zum Beispiel von diesem niederländischen Amphibienpanzer schon eine Bausatzbesprechung gefilmt. Die wird in Bälde kommen. Und ich habe auch wieder ein Video gemacht mit meiner Bestenliste. Dieses Mal wird es dann darum gehen, meine 10 Traumbausätze oder Wunschbausätze mal vorzustellen. Also Bausätze, die es eigentlich gar nicht gibt, die es aber geben sollte, meiner Meinung nach. Was die übrigen Videos betrifft, die jetzt so in den nächsten Wochen auf euch zukommen, da habe ich konkret noch nichts vorbereitet, aber ich habe so ein paar Ideen. Ich gehe zum Beispiel relativ fest davon aus, dass ich in den nächsten Wochen mal wieder einen Ausflug machen werde irgendwo hin und mir irgendwas anschaue und das natürlich für euch auch dokumentieren werde in dem kleinen Video. Das ist doch immer eine willkommene Abwechslung. Kam auch letztes Jahr ganz gut an, wo ich in Weißenburg zum Beispiel war oder bei der Befreiungshalle. Ist einfach eine schöne Abwechslung und mir macht es auch Spaß, mal ein Video für euch zu machen, wo es vielleicht nicht vordergründig um den Modellbau geht. Gut, damit seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, genießt den Sommer, bleibt gesund. Ja, und vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Zeit für dieses wunderschöne Hobby. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.